4 Mystery Boxen gekauft. Die werden wir heute um 3 Uhr nachts öffnen. Wir haben billige und super teure Poppy Playtime Mystery Boxen gekauft. Das hier ist zum Beispiel eine 1 Euro Baba Chops Mystery Box. Schaut mal, wie winzig die ist. Eine 10 Euro Pianosaurus Mystery Box. Warum kamen da gerade Geräusche rein? Eine 50 Euro Poppy Mystery Box. Das ist die schönste Mystery Box von euch. Liebe dich, Poppy. Igitt Vogelmann ist verliebt in Poppy. Eine 100 Euro Sir Poopsalot Mystery Box. Die sieht aus wie eine Toilette und die stinkt auch übel. Eine 500 Euro Catnap Mystery Box. Aus der kommt hier vorne einfach Nebel raus. Von dem schlafen wir ein. Schnell weg von den Nebeln. Eine 1000 Euro Janabi Mystery Box. Aus der kommen hier solche Schnüre raus. Eine 2000 Euro Kissy Missy Mystery Box. Und eine 5000 Euro Doughy the Doughman Mystery Box. Und aus der schaut Doughy raus. Ich bin so gespannt, was hier drin ist. Aber wir haben eine noch teurere Mystery Box bestellt. Und die sollte jeden Moment geliefert werden. Wow, da ist sie. Lass uns schnell zur Tür gehen und sie reinholen. So, Freunde, wir sind bei der Eingangstür angekommen, aber wow, seht ihr das da draußen? Da bewegt sich irgendwas. Da ist jemand, aber lasst uns, bevor wir rausgehen, meine Überwachungskameras abchecken, um zu schauen, wer das da ist. Aber auf der Überwachungskamera ist noch niemand zu sehen. Ach, stimmt, die hat eine kleine Verzögerung. Und jetzt kommt auch jemand ins Überwachungskamerabild und das ist Huggy Wuggy. Und der hat die Mystery Box vom Doktor aus Poppy Playtime dabei. Der hat die ganzen Monster gebaut. Und das ist auch die teuerste, die wir bestellt haben. Aber gut, er stellt sie jetzt dahin und geht wieder aus dem Kamerabild raus. Das bedeutet, hier müsste er jetzt eigentlich schon weg sein. Gehen wir direkt mal raus und schauen nach. Schaut mal, hier draußen steht wirklich die Mystery Box vom Doktor. Und die hat 10.000 Euro gekostet. Wow, hat die Mystery Box gerade Geräusche gemacht? Da muss irgendwas Lebendiges drin sein, aber wir dürfen sie erst bei 10.000 Likes aufmachen. Gib mal einen fetten Daumen nach oben, damit wir diese Box gleich öffnen können. Aber jetzt tragen wir sie erstmal rein. Boah, ist sie schwer. So stellen wir die Mystery Box vom Doktor hier hin. Und Like nicht vergessen, damit wir sie am Ende vom Video öffnen dürfen. Fangen wir an mit der billigsten und kleinsten Mystery Box. Und werden dann immer teurer. Das hier ist die Baba Chops Mystery Box. Schauen wir mal, was hier für 1 Euro drin ist. Aus dieser Mystery Box ist einfach Wolle. Wie dann im echten Baba Chops. Und hier hinten kann man sie öffnen. Wow. Hier in dieser Mystery Box ist ganz schön viel. Obwohl sie so klein ist, holen wir mal die erste Sache raus. Und was soll das denn sein? Hier steht Baba Chops Schubbälle drauf. Wow. Und die sind ganz schwarz. Öffnen wir die mal und holen sie aus der Verpackung raus. So. Die riechen übel sauer. Aber ich glaube, man kann sie essen. Machen wir mal so einen Schockball hier auf. Der ist komplett grün. Und ganz weich. Können wir das wirklich essen? Naja, wir machen es einfach mal. Ich beiß ein Stück auf. Schaut mal, der hat so eine komische Füllung. Und schmeckt übel komisch. Wow, der hat mich geschockt. Ist das möglich? Würdet ihr euch trauen, so einen Schockball zu probieren? Naja, schauen wir mal, was noch in der Baba Chops Mystery Box drin ist. Boah, ich glaube, das ist ein Spielzeug. Ja. Und das sieht aus wie ein Karussell. Ja, hier sind alle Charakter aus Poppy Playtime Kapitel 4 dran. Und hier unten steht auch Baba Chops Karussell. Lass uns mal hier dran drehen. Ich glaube, dann startet das Ganze. Und ja. Schau mal, das geht super schnell. Und die ganzen Charaktere werden einfach voll zur Seite geschleudert. Boah. Das ist das schnellste Karussell, was ich je gesehen habe. Naja, schauen wir mal. Ob hier noch mehr Spielzeuge in der 1 Euro Baba Chops Mystery Box drin sind. Aber nein, ich glaube, wir haben wieder eine Süßigkeit. Und hier steht Baba Chops Sauertunker drauf. Öffnen wir das Ganze mal. Hier oben ist auf jeden Fall so ein Lolli drin. Und hier in diesem Becher ist irgend so eine Flüssigkeit. Boah. Und in die können wir jetzt den Lolli reindippen. So, hier drin einmal drehen. Und jetzt probieren wir das Ganze. Mal schauen, wie das schmeckt. Das ist das Sauerste, was ich jemals gegessen habe. Weg mit dieser Süßigkeit. Das war's aber immer noch nicht, Freunde. Krass, wie viel hier für 1 Euro drin ist. Denn hier drin ist noch ein USB-Stick. Ja, und hier vorne steht Poppy Playtime 5 drauf. Boah, das heißt, hier auf diesem USB-Stick ist es doch nicht veröffentlichte Poppy Playtime drauf. Wir spielen das in einem der nächsten Videos, würde ich sagen. Und deswegen abonniert jetzt kostenlos diesen Kanal, um das Video dann nicht zu verpassen. Das wird super krass. Aber naja, jetzt ist die 1 Euro Baba Chops Mystery Box leer. Und das bedeutet, wir machen jetzt direkt mit der 10 Euro Pianosaurus Mystery Box weiter. Das ist auch ein neuer Charakter aus Poppy Playtime Kapitel 4. Schauen wir mal, was hier für 10 Euro drin ist. Hier oben können wir auf jeden Fall so ein Teil rausklappen. Und so geht sie auf. Wow. Und hier drin sind voll die coolen Spielzeuge. Aber gut, Poppy Playtime ist ja auch eine Spielzeugfabrik. Und wow. Hier in der Pianosaurus Mystery Box war einfach ein echtes Piano. Und auf diesem Piano sind die Charaktere aus Poppy Playtime. Drücken wir mal auf die Taste mit Huggy Wuggy drauf. So. Wow, da hat man gerade einfach Huggy Wuggy lachen gehört. Drücken wir mal noch die Taste von dem Roboter. Let's go. Wow, ja, das war der Roboter. Lass uns mal wild Klavier auf diesem Klavier spielen. Let's go. Das waren einfach alle Monster aus Poppy Playtime. Naja, schauen wir mal, was noch Cooles in der Pianosaurus Mystery Box drin ist. Und ich nehme einfach mal das hier. Wow, das ist irgend so ein Dino. Und wenn wir hier drauf drücken, dann macht er seinen Mund auf und zu. Krass, und hier unten sind irgendwelche Jellybeans drin. Lass uns die mal probieren. Ich glaube, man muss das hier abschrauben. So, jetzt kommen wir an sie ran. Und wir probieren einfach mal ganz viele Farben zusammen.
gruselig. Für 10 Euro ist hier eine Pianosaurus Mystery Box. Aber noch mehr und wow. Das sieht aus wie ein Dino Blaster, Freunde. Packen wir den mal aus. So. Und jetzt können wir die Pfeile hier vorne in den Mund vom Dino stecken. An seinem Schwanz den Blaster aufziehen. Und dann hier unten an seinem Arm Blaster. Let's go. Oh nein, wir haben die Mystery Box vom Doktor getroffen. Was war das? Ach, nichts. Lass die Mystery Box von Doktor lieber in Ruhe. Und hol die letzte Sache aus der Pianosaurus Mystery Box. Das sieht ganz komisch aus. Was ist das denn? Wow, hier steht Pianosaurus. Batteriesäure drauf. Wow. Aber irgendwie sieht es auch so aus wie eine Süßigkeit. Denkt ihr, man kann das essen? Hier oben ist auf jeden Fall so ein komisches Band drin. Ich glaube, das kann man sich um den Arm machen. Ja. Aber wo ist jetzt die Batteriesäure? Vielleicht hier oben drin? Ja, sieht ganz so aus. Hier oben sind irgendwelche Löcher und wenn man hier unten dran dreht, dann kommt hier aus den Löchern die Batteriesäure raus. Ja. Und die ist ganz rot, aber boah, die riecht übel lecker. Ich glaube, das ist nur eine Batteriesäure-Süßigkeit. Probieren wir die mal. Und die schmeckt nach saurer Erdbeere. Übel lecker, aber wow, was passiert mit meinem Gesicht? Ich zerlaufe, Freunde. Schnell wieder alles normal machen. Aber ich glaube, diese Batteriesäure hat mein Gesicht aufgelöst. Die essen wir lieber nicht weiter. Aber naja, die Pianosaurus Mystery Box ist jetzt leer. Und deswegen machen wir jetzt direkt mit der 50 Euro Poppy Mystery Box weiter. Wow, die ist ganz schwer. Hier müssen super krasse Sachen drin sein. Wow. Schneiden wir die Box direkt mal hier oben auf. So. Und öffnen sie. Und wow. Jetzt weiß ich, warum diese Box 50 Euro gekostet hat. So was Verrücktes habe ich noch nie gesehen, Freunde. Hier drin ist nämlich einfach ein kompletter Poppy Playtime Spielautomat. Hier vorne haben wir einen Blaster. Und mit dem können wir die Poppy Playtime Figuren hier drin blasten. Wow, jetzt bewegen sich die Figuren auch. Versuchen wir mal den Pianosaurus umzublasten. Let's go. Ja, wir haben ihn getroffen. Versuchen wir mal alle Monster umzublastern. So, let's go. Ist da hinten gerade Poppy rausgeflogen? Ja, sie war unser Final Boss. Und wir haben sie besiegt. Freunde, wenn ihr auch so einen coolen Spielautomat haben wollt, dann schreibt jetzt mal Poppy in die Kommentare. Hier in der 50 Euro Poppy Mystery Box ist aber noch mehr. Und das sieht wieder aus wie eine Süßigkeit. Ja, Freunde, hier ist Poppy drauf. Und da spritzt irgendwas aus ihrem Gehirn. Wie eklig. Und hier steht Quetschpop drauf. Öffnen wir die Süßigkeit mal so. Sie ist offen. Und hier vorne ist irgend so ein Lolli dran. Lass uns den mal probieren. Oh, der schmeckt übel lecker nach Blaubeere. Und wenn wir jetzt hier drauf drücken, boah, dann kommt hier übel die blaue Flüssigkeit raus. Und das, was hier rauskommt, schmeckt übel sauer. Und ganz schleimig. Bah. Was für eine komische Süßigkeit. Hier in der 50 Euro Poppy Mystery Box ist aber noch mehr. Wie viel ist hier denn drin? Und das ist ein Poppy Playtime Film. Auch von Kapitel 4, Freunde. Und der ist ab 18. Oh nein, dann ist er bestimmt super gruselig. Freunde, wenn wir diesen Film schauen sollen, dann schreibt jetzt mal Catnap in die Kommentare. Hier in der Poppy Mystery Box ist aber noch eine letzte Sache. Und das ist ein Furzkissen? Ja, und hier ist die böse Poppy oben drauf. Lass uns das mal ausprobieren. Let's go. Das furzt ja übel aus. So ein lautes Furzkissen hatte ich noch nie. Damit bringen wir im nächsten Video ein paar von den Poppy Playtime Monster. Aber naja, die Poppy Mystery Box ist jetzt leer. Und jetzt sind wir bei der 100 Euro Pupsalot Mystery Box angekommen. Nehmen wir diese Toilette mal mit rüber. So, hier hinter mir. Und boah, an dieser Toilette ist auch einfach eine Toilettenpapierrolle dran. Und auf der steht was drauf. Öffne auf keinen Fall die Toilette. Wow. Was? Aber eine Mystery Box ist doch dafür da, um sie zu öffnen. Das Ding ist, aus dieser Mystery Box kommt voll eine ekelhafte Gestalt. Naja, egal, wir öffnen sie trotzdem. Klodeckel auf und hier drin ist einfach ein Häufchen Kacke. Ziehen wir es mal raus und ich glaube, das ist kein normales Kackerhäufchen, sondern nur so ein Stretch-Spielzeug. Wow. Ist ja super cool, aber auch komisch. Aber ansonsten ist hier nichts mehr in der Toilette. War das etwa schon alles? Aber nein. Es gibt ja noch einen Spülkasten. Und auf dem ist so ein Spülknopf. Drücken wir den mal. Und wow, jetzt hat die Toilette gespült. Aber diesen Spülkasten können wir auch abnehmen. Und hier drin zappelt was. Wow, was ist das denn? Das sieht aus wie ein lebendiger Fisch. Warum ist hier ein Fisch drin gewesen? Naja, hier ist Wasser drin, also macht das Ganze schon Sinn. Legen wir mal zurück. Das Ding ist, das kann es doch nicht gewesen sein. Für 100 Euro muss hier noch mehr drin sein. Also muss es noch irgendein Geheimfach oder so geben. Und wow, ja. Hier geht's noch weiter in die Toilette runter. Und da drin sind auch noch mehr Sachen. Und was soll das hier sein? Hier auf der Verpackung steht auf jeden Fall Sir Pupsalot Toilettenschaum drauf. Das heißt, in dieser Tube ist Toilettenschaum. Drücken wir mal drauf. Und hier geht, da kommt wirklich irgend so ein Schaum raus. Das Ding ist, boah, riechen tut er eigentlich ganz gut. Und deswegen lasst uns den direkt mal probieren. Noch mehr. Das schmeckt nach dem, was hier in der Toilettenschüssel drin war. Ich habe noch nie sowas Ekliges gegessen. Ich esse auf jeden Fall nichts mehr aus der Sir Pupsalot Toilette. Aber hier drin ist noch mehr. Und das ist eine kleine Toilette. Freunde, hier war eine kleine Toilette. In der großen Toilette drin. Und auf der steht auch Poppy Playtime 4 drauf. Das heißt, da muss irgendwas Besonderes drin sein. Und ja, hier in dieser Toilette ist noch irgendwie so ein Katapult. Und solche Kackehäufchen, die gehen. Lass uns die mal wieder zurück in die Toilette katapultieren. Let's go. Ja, wir haben die Toilette getroffen. Das ist ein super cooles Spiel. Danke, Sir Pupsalot. Aber hier in seiner Mystery Box ist noch eine letzte Sache. Und das ist ein Poop-Spray.
Igitt, wenn wir das im Raum versprühen, dann riecht es hier übel nach Furz. Probieren wir es mal aus. Let's go. Und das riecht wirklich übel schlimm nach Furz. Was stimmt hier drin so schlimm? Hast du etwa Wo gefurzt? ich gepupst habe? Nein. Wir haben dieses Pupspray ausgetestet. Willst du auch mal riechen? Lass das sofort! Du magst es wirklich, mich mit Furzspray voll zu sprühen? Er hat einfach sein Bildschirm gewechselt. So im roten Auge. Es fehlen aber noch 10 Likes, bis wir die Mystery Box öffnen dürfen. Also wenn du noch nicht geliked hast, gib jetzt einen Daumen nach oben. Jetzt machen wir aber erstmal mit der 500 € Catnap Mystery Box weiter. Wow. Heben wir sie mal hoch und nehmen sie mit rüber. So, hier hin mit der Catnap Mystery Box. Und wir schneiden sie auch direkt auf. So, hier einmal mit dem Messer mitten in sein Gesicht. Wir schneiden ihn auf. Oh, jetzt ist eine Mystery Box offen. Und hier drin ist super viel Zeug, aber die hat ja auch 500 € gekostet. Und das erste, was ich hier sehe, ist eine Catnap-Puppe. Ist ja super cool, aber wow. Ich ertaste deiner Puppe was. Da ist bestimmt irgendwas drin. Freunde, wenn wir die aufschneiden sollen, dann gebt jetzt mal einen Daumen nach oben. Und wenn viele von euch liken, dann machen wir die auf. Schauen wir mal, was noch in der Catnap Mystery Box drin ist. Oh, jetzt weiß ich, warum die so viel gekostet hat. Hier ist nämlich Catnap. Geldblaster drin. Ich glaube, wenn wir auf den hier draufdrücken, dann lasst ihr Geld in die Luft. Ja. Wow. Wir sind reich, Freunde. Ja. Wobei, nein, wartet mal. Das ist einfach nur Spielgeld. Das ist gar kein echtes Geld. Oh Mann, der hätte da schon mal echtes Geld reintun können. Das war's aber noch nicht. Hier ist noch mehr drin. Und das nächste, was ich hier sehe, ist eine Süßigkeit. Hier steht giftiger Abfall drauf. Mit Catnap-Nebel? Was? Wow, wenn man Catnaps Nebel einatmet, schlägt man ein. Und das bedeutet, wenn man jetzt von diesen Bonbons hier passiert das Gleiche. Lass uns mal heimlich Vogelmann eins geben. Vogelmann, ich hab hier was für dich. Was ist das? Das ist ein Bonbon, was ich gerade aus der Mystery Box rausgeholt habe. Das schmeckt richtig gut. Ich hab's gerade schon probiert. Danke, Doktor, ich probiere es direkt mal. Rein damit und ich werde müde. Wow, Freunde, ja, es hat funktioniert. Vogelmann schläft da hinten jetzt. Das war super lustig, aber wir holen jetzt die letzte Sache aus der Catnap Mystery Box hier raus. Oh, das ist krass, das ist ein Handy. Und das ist von Poppy Playtime 4. Schauen wir mal, wie das aussieht und wow. Hier hinten auf dem Handy ist Story the Doorman drauf. Ziehen wir mal die Folie ab und wow. Das Hintergrundbild ist auch von Poppy Playtime. Lasst uns das Handy mal öffnen und wir sind in den Kontakten. Und hier sind ganz viele Monster aus Poppy Playtime eingespeichert. Ja, hier ist zum Beispiel Huggy Wuggy. Jetzt haben wir einfach seine Nummer. Aber auch Baba Chops. Und wir haben sogar Dory the Doorman. Lasst uns ihn direkt mal anrufen. Let's go. Und es wählt, Freunde. Hoffentlich geht Dory the Doorman gleich ran. Seine Mystery Box machen wir heute ja auch noch. Oh, ich glaube, er ist rangegangen. Ja. Hallo, Dory the Doorman. Bist du da? Du bist es. Du hast doch meine Mystery Box bestellt. Ja, woher weißt du, dass wir deine Mystery Box haben? Ich hab sie selber für euch zusammengestellt. Oh nein, aber da ist nichts Gruseliges drin, oder? Oh, er hat nur noch so gelacht und dann aufgelegt. Die Mystery Box von Catnap ist jetzt auf jeden Fall leer. Und zum Glück müssen wir noch nicht mit Dory the Doorman weitermachen, sondern jetzt machen wir die 1000 €. Ja, eine Mystery Box auf. Wow. Die ist bisher die schwerste Mystery Box. Aber das macht Sinn, sie ist ja auch die größte. Schneiden wir sie hier oben einmal auf. Und schauen rein. Oh, was ist das? Das Licht irgendwas. Das sieht raus und das ist. Oh, wie jetzt so wie es aussieht oder so. Und die ist komplett abgestürzt. Ich glaube, sie kann nicht mehr fliegen. Aber sie hat das Gesicht von Jarnaby. Wie komisch. Lass uns mal die nächste Sache aus der Jarnaby Mystery Box rausholen. Und das sieht wieder aus wie eine Süßigkeit. Und dort steht Jarnabys Haare drauf. Was? Das ist eine Haarsüßigkeit? Wow. Freunde, hier drin sind so ganz viele Schnüre. Und die sehen genauso aus wie Jarnabys Haare. Lasst uns mal ein paar davon probieren. So. Lecker. Das schmeckt nach Gummibärchen. Lass uns aber mal schauen, was noch in der Jarnaby Mystery Box drin ist. Das hier ist ein Elektroschocker? Ja, Freunde, hier steht Jarnabys Elektroschocker drauf. Und wenn wir diesen Knopf hier drücken, let's go. Wow. Dann entstehen hier oben über die Blitze. Schauen wir mal, wie stark er ist und fassen ihn dann an. So, hier einmal dran fassen. Wow. Der war übel stark. Damit können wir uns von den Poppy Playtime Monster verteidigen. Hier in der Mystery Box ist aber noch mehr und wow. Das ist wieder was super Teures. Nämlich ein iPad. Und auf dem ist irgendwas drauf. Da steht, folge dem roten Punkt. Und oh, da unten bewegt sich wirklich so ein roter Punkt. Folgen wir dem mal. Mal schauen, ob er es aus diesem Labyrinth hier rausschafft. Da war der Huggy Wuggy und hat uns erschreckt. Das war ein Prank an uns. Och Mann. Naja, zumindest haben wir jetzt ein iPad. Jetzt ist aber noch eine letzte Sache. In der 1000 € Jarnaby Mystery Box. Und das ist eine kleine Mini-Box. Und auf der steht drauf, dass man sie nicht öffnen soll. Hier oben ist auch so eine Spinne drauf. Hä? Als ob da eine Spinne in dieser Box drin ist. Ich würde sagen, wir öffnen die trotzdem. Let's go. Wow, da kam gerade so eine Spinne hier oben aus der Box raus. Aber die ist nicht echt. Das ist nur eine Gummispinne. Das war schon wieder ein Prank. Naja, die Mystery Box von Jarnaby ist jetzt leer. Und das bedeutet, wir können mit der nächsten Mystery Box, der 2000 € Cassie Missy Mystery Box weitermachen. Nehmen wir sie mit rüber. So, hier auf den Tisch damit. Und um die zu öffnen, müssen wir sogar auf einen Hocker steigen. So, hier nach oben. Und wir schneiden sie hier oben einmal auf. So. Und sie ist offen und hier drin ist eine Puppe von Huggy Wuggy. Aber ich spüre noch was anderes. Und das ist ein XXL. Mit dem kann man Menschen oder Gegenstände XXL machen. Das heißt, wenn wir den jetzt über die
diese Huggy-Wuggy-Puppe schütten. Dann wird die riesengroß. Machen wir das mal. Hier ein bisschen was von dem XXL-Trank drüber. Ach komm, wir machen einfach alles drüber. Oh ja, der Zaubertrank funktioniert. Die Huggy-Wuggy-Puppe wird größer und größer. Und jetzt ist sie einfach riesig geworden. Wow. Wie krass, die ist jetzt einfach größer als ich. Wenn ihr auch so eine Huggy-Wuggy-Puppe haben wollt, schreibt mal Huggy-Wuggy in die Kommentare. Naja, ich steig mal wieder auf meine Leiter und hol die nächste Sache aus der Kissy Missy Mystery Box. Und das ist, wow. Kissy Missy? Seifenblasenblaster? Drücken wir da mal drauf und wow. Wie krass ist das denn? Der macht ja super viele Seifenblasen. Hier sind gerade auch ganz viele auf dem Tisch. Wow. Das ist der coolste Seifenblasenblaster jemals. Wow. Schauen wir mal, was noch in dieser Kissy Missy Mystery Box hier drin ist. Bisher waren ja schon super coole Sachen drin. Und wow, das hier ist so eine goldene Verpackung. Und da steht Kissy Missy Haare drauf. Was? Wir hatten doch gerade schon die Haare von Janebi und jetzt auch noch die von Kissy Missy und wow. Das sind wirklich so kleine Haare. Die fühlen sich aber übel hart an. Probieren wir die mal. Lecker. Das ist Kaugummi. Das bedeutet Kissy Missys Haare bestehen aus Kaugummi. Das ist ja verrückt. Das Ding ist hier in ihrer Mystery Box. Muss doch noch mehr drin sein und ja. Das sieht aus wie ein Spielzeug. Und hier vorne drauf ist Huggy-Wuggy. Man kann hier oben pumpen und dann pustet sich dieser Ballon über diesem Spielzeugauto auf. Pusten wir ihn mal ganz voll. So, das sollte reichen. Und drücken jetzt diesen roten Knopf hier. Let's go. Wow. Das Auto ist gerade weggefahren. Und jetzt fährt es durch die ganze Wohnung. Jetzt ist aber noch eine letzte Sache in der Kissy Missy Mystery Box. Und das ist eine Kissy Missy Maske. Ja, Freunde. Und wenn wir die aufsetzen, sehen wir aus wie Kissy Missy. Ist ja super cool. Hier ist ein Stimmverzerrer in der Maske. Naja, die Kissy Missy Mystery Box ist jetzt leer. Und wir haben noch die 5.000 Euro Mystery Box. Und Dowie the Doorman. Und die 10.000 Euro Mystery Box. Und Doktor übrig. Aber um mich zu öffnen, braucht ihr noch ein Like. Hast du noch ein Like? Wenn du noch nicht geliked hast, gib jetzt einen Daumen nach oben, damit wir die am Ende vom Video noch öffnen können. Aber jetzt machen wir erstmal mit der Mystery Box von Dowie the Doorman weiter. So, stellen wir sie hier hin. Und ich glaube, wir können sie hier vorne aufschneiden. Ich bin so gespannt, was da drin ist. Weil wir haben ja 5.000 Euro dafür bezahlt. Machen wir mal die Klappe auf und greifen rein. So, hier einmal rein. Und boah, ich ertaste da übel viel. Und ich hole mal eine richtig große Sache raus. So. Und das ist ein Dowie the Doorman Knetset. Wow. Wie krass, vielleicht können wir damit ja den echten Dowie the Doorman bauen. Lasst uns das mal versuchen. Wir haben hier blaue Knete. Und die pressen wir einmal durch die Maschine durch. So. Damit wir sie gleich besser formen können. Perfekt, jetzt formen wir daraus einen Ball. So, die zwei Teile noch zusammen. Und jetzt haben wir unseren Mini Dowie the Doorman. Er sieht fast so aus wie der echte. Lass uns aber mal schauen, was noch in seiner Mystery Box drin ist. Und ich ertaste da was. Wow. Und das ist so eine kleine Tube. Und da steht essbare Knete drauf. Wie cool, schrauben wir die mal auf. Und drücken sie hier unten raus. Und wow. Freunde, das ist wirklich Knete. Und die können wir jetzt essen. Und boah. Die schmeckt nach Zuckerwatte. Für 5.000 Euro muss hier aber noch mehr drin sein. Und ich ertaste da auch noch einiges. Und da ist was Großes. Ich zieh's mal raus. Und das ist ein Dowie the Doorman Roboter. Wow. Und der kann auch laufen und sich bewegen. Wie krass. Der hat 8 Beine. Aber klar, er kommt ja auch aus der Spielzeugfabrik. Das ist der coolste Roboter jemals. Hier in der Dowie the Doorman Mystery Box ist aber noch mehr. Und das ist ein Eis, so wie es aussieht. Ja, hier steht Dowies Ice Cream drauf. Aber hier oben ist gar kein Eis drin, sondern nur Lollis. Machen wir die mal alle auf. So, sie sind offen und jetzt können wir darin lecken. Machen wir das direkt mal. Freunde, ich habe gerade einfach an 7 Lollis gleichzeitig geleckt. Das ist ein viel zu cooles Eis. Schauen wir mal, ob noch was in der Dowie the Doorman Mystery Box drin ist. Aber nein, ich kann da drin nichts mehr tasten. Und deswegen machen wir jetzt direkt mit dem Doktor aus Poppy Playtime 4 weiter. Beziehungsweise mit seiner Mystery Box. Die ist ja schon böse auf uns. Tragen wir sie direkt mal rüber. So, hier auf den Tisch. Und jetzt öffnen wir sie mit diesem Messer hier. Was, du willst mich mit einem Messer aufschneiden? Nein, niemals. Was willst du denn tun, Doktor? Ich schicke alle Poppy Playtime Monster zu dir nach Hause. Oh nein, jetzt habe ich aber Angst. Wir machen es trotzdem. Let's go. So, Freunde, wir schneiden ein kleines Loch hier in die Mystery Box rein. Das sollte reichen und da können wir jetzt reinfassen. So, ich bin drin, Freunde, und ich ertaste hier auch was. Und das ist... Wow, ein roter Knopf. Und hier oben steht, drück, wenn du dich traust. Ich würde sagen, den drücken wir ganz am Ende vom Video. Weil wer weiß, was dann passiert. Stellen wir ihn so lange mal zur Seite. Ich hole direkt mal die nächste Sache aus dieser Mystery Box. Und das ist was Riesiges. Ich glaube, wir müssen das Loch größer machen. Denn das ist so eine kleine Rakete. Und die hat das Auge vom Doktor hier drauf. Wie krass. Und man kann sie hier oben öffnen. Und da sind solche Kreisel drin. Und wenn man auf dieses UFO drückt, dreht sie sich. Wow. Lass uns mal ganz schnell auf dieses UFO hier draufhauen. Let's go. Wow. Die ganzen Kreisel sind in die Luft geflogen. Jetzt würde ich aber sagen, drücken wir den Knopf und schauen, was dann passiert. Seid ihr bereit?